Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Making-of Farminar. Heute waren wir auf dem Betrieb von Urs Berli im Kanton Thurgau, wo wir ein Testfarminar durchgeführt haben. Wie eine solche Veranstaltung organisiert wird und auf welche Besonderheiten ihr achten müsst, zeigen wir euch nach dem Intro. Fangen wir mal an mit der Definition von Farminar. Ein Farminar ist nichts anderes als ein Webinar, also ein Online-Seminar, welches auf einem Landwirtschaftsbetrieb, auf Englisch Farm, stattfindet. Die Kombination Webinar und Farm ergibt Farminar. Wir möchten heute den Zuschauern mitteilen und vermitteln, wie man Farminare durchführt, wie man auch die Farminare vorbereitet und auf welche Besonderheiten man achten muss. Wir befinden uns ungefähr jetzt 2 Wochen vor der eigentlichen Veranstaltung und machen jetzt erstmal die Vortests, damit wir tatsächlich wissen, funktioniert rein technisch überhaupt alles auf dem Betrieb. Wie für jede Veranstaltung ist die Vorbereitung das A und O. Also als Kursleiterin mache ich 2 Wochen vor des geplanten Farminars einen Termin mit dem Landwirten. Und dann schaue ich mir die Situation vor Ort an. Ich bespreche mit dem Landwirten genau, wo gehen wir durch, was hat es für interessante Stellen, die wir besprechen möchten, damit wir schon eine grobe Idee haben, wie das Ganze dann ablaufen wird. Grundvoraussetzung für ein Farminar ist eine stabile Internetverbindung. Deswegen ist es äußerst wichtig, dass diese Verbindung vor der Veranstaltung getestet wird. Der Verbindungstest macht man zusammen mit dem Landwirten. Genau, da schauen wir uns jetzt ein Video an und schauen, ob die Verbindung auch wirklich funktioniert. Also das schaut jetzt gut aus, das YouTube-Video läuft ruckelfrei und jetzt wissen wir haben eine gute Internetverbindung, eine stabile Internetverbindung, damit wir dann auch live senden können. Das funktioniert hier. Versuchen wir es noch am anderen Ort. Gute Idee. Am Tag der Veranstaltung möchten wir gerne auch dieses automatische Fütterungssystem anschauen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch hier schauen, ob wir genügend Empfang haben. Auf jeden Fall. Ich schaue gerade mal, ob wir hier auch Verbindung haben. Ja. Das scheint zu funktionieren. Ein Farminar funktioniert nicht ohne die richtige Technik. Es ist zwar nicht kompliziert, aber es gibt trotzdem ein paar Sachen, die wir beachten müssen. Der technische Aufbau ist wie folgt. Wir haben hier einmal unseren Moderator, das ist die Johanna. Sie hat ein Headset auf, das ist über Bluetooth mit dem Handy verbunden, mit welchem wir im Zoom den Livestream schalten. Also das heißt, in dem kompletten Zoom-Meeting ist nur diese Kamera an und wird als Hauptbildschirm mit allen Teilnehmern geteilt. Die Tonspur, wie schon gesagt, kommt über das Headset, welches Johanna aufhat. Dieses Headset wird sowohl später dann an den Landwirt übergeben, damit er quasi seine Ausführungen auch über dieselbe Tonspur leisten kann und wir hier nur eine Tonspur auf dieselbe, im selbe Zoom-Meeting quasi einleiten können. Ich habe zusätzlich ein Headset auf, beziehungsweise in meinem Fall nur Kopfhörer, damit ich für die spätere Fragerunde oder für irgendwelche moderatorischen Anweisungen, welche aus dem Backoffice kommen, damit ich hier das Ganze auch höre oder später als Kameramann quasi auf die Fragen präzisere Bilder noch senden kann, habe ich die Kopfhörer auf, welche ich mit einem weiteren Handy, welches in meiner Hosentasche sich befindet und im selben Zoom-Meeting eingewählt ist, hier den Kontakt quasi wahre. Das heißt, wir sind in dem Fall, jetzt in dieser Konstellation im Stall mit 2 Handys in dem Zoom-Meeting drin und jedes Handy hat seine eigene Tonspur. Zusätzlich haben wir hier das Stativ, wo für die hauptsächliche Zeit eigentlich verwendet wird, damit eben hier ein klares und ruckelfreies Bild entsteht. Angeschlossen ist das Ganze an unseren Router und an die Powerbank, damit einfach hier, weil das natürlich sehr, sehr energiefressend ist, das Ganze, damit wir hier keine Probleme mit der Power bekommen. Mein Telefon sollte eine hochauflösende Kamera haben, damit ich einfach hier schöne Bilder machen kann und damit diese auch ruckelfrei sind.
Zusätzlich ist ganz wichtig, dass ich hier die Kamera umstelle, damit ich hier die Frontkamera nutze, nicht die Selfie-Kamera. Für verschiedene Situationen, wenn es zum Beispiel darum geht, längere Strecken dem Landwirt oder dem zu Moderierenden hinterherzulaufen und hier eine möglichst nicht zu unruhige Situation irgendwo aufzufangen, nutze ich meistens den Gimbal. Das ermöglicht mir zum einen, ich bin ein bisschen flexibler, gerade in schwierigem Gelände oder so mit der Stabilisierung, aber auch auf der anderen Seite ist es einfach schnell und handlich. Man muss aber bedenken, ich würde es nicht länger wie 10 Minuten machen, weil irgendwann mal wird selbst so ein kleiner Gimbal mit Handy plus natürlich unserem zusätzlichen Gerät wie Router und Ladestationen, welche sich hier drin befinden, wird mit der Zeit schwer und dadurch fängt man mehr an zu zittern und zu wackeln, was das Bild wieder unruhiger macht. Deswegen nur für kurze Situationen und auch nicht zu häufig hin und her wechseln, damit einfach die Leute vor dem PC zu Hause nicht zu häufig hier ein Abändern der Technik wahrnehmen. Es gibt eine Person, die eigentlich hinter der Kamera steht. Diese Person ist äußerst wichtig und nimmt eine sehr wichtige Rolle wahr. Das ist das sogenannte Backoffice. Ich mache den technischen Support im Hintergrund. Ich lasse die Zuschauer rein in den Zoom-Raum, bin bei technischen Fragen verfügbar und kann dort helfen. Es wäre durchaus empfehlenswert, dass man ein separates WLAN-Netz wählt und über das sich einwählt, weil gerade wenn mit dem Router ein Problem ist, dann und die Verbindung unterbrochen wird, dann bedeutet es, dass das ganze Farminar sozusagen beendet ist. Und so kann man währenddessen, wenn ein Problem gibt, dann noch Unterstützung bieten und hat nicht beide Geräte vom Internet weg. Wenn auf dem Betrieb ein WLAN ist, dann kann ich mich auch dort in das WLAN einwählen, kann an einem etwas ruhigeren Ort vielleicht mich aufstellen. Die Frage ist jetzt, wie weit weg kann tatsächlich das Backoffice sein? Also es kommt wirklich darauf an, inwiefern das Backoffice mit noch den Leuten hier in Interaktion treten muss. Also rein theoretisch die Leute vor Ort, wenn die eine gewisse Interaktion erwarten, heißt, wenn Fragen bestehen und ich brauche hier Handsignal oder irgendwas, weil natürlich der Moderator oder der Leiter von dem ganzen Interview und der Landwirt, die bekommen nur alles rein über den Ton mit. Wenn wir jetzt aber so eine gemischte Veranstaltung haben, dass wir also zum Teil auch Fragen im Chat haben, die jetzt vielleicht das Backoffice stellen muss, oder aber wo es jetzt heißt, okay, gibt es noch Fragen, das stellt entweder der Landwirt oder der Moderator, dann muss das vom Backoffice kommen. Empfehlen würde ich immer an einer ruhigen Stelle, aber weil wir hier jetzt im Stall sind und dann noch eben eine gewisse Interaktion brauchen, müsste das Backoffice in der Nähe sein. Okay, lass uns hier jetzt kurz stoppen und fassen wir zusammen die verschiedenen Rollen, die wir bei einem Farminar finden. Wir haben einerseits unseren Kameramann Markus, welcher das Smartphone bedient. Dann haben wir unsere Kursleiterin und Moderatorin Johanna, wobei die Rolle der Moderatorin auch vom Kameramann oder vom Backoffice übernommen werden kann. Dann haben wir im Backoffice Martina, welche das technische Support gewährleistet und die Frage der Teilnehmenden weiterleitet. Und natürlich unseren Landwirt Johannes. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen Punkt abklären, nämlich wie werden Fragen gestellt? Wir nehmen die Fragen im Chat entgegen, also alle Teilnehmenden können im Chat ihre Fragen stellen und ich sehe ja den Chatverlauf und wenn ich sehe, da ist jetzt eine Frage reingekommen, dann kann ich mich melden über das Headset und kann diese Frage dann dem Betriebsleiter stellen. Grundsätzlich gibt es auch die Möglichkeit, dass die Teilnehmenden sich per Handzeichen melden. Die Funktion gibt es in Zoom und können so signalisieren, dass sie eine Frage stellen wollen und dann kann ich denjenigen das Wort erteilen und dann können sie so die Frage stellen. So, das war unser Making-of Farminar. Ich hoffe, ihr habt das Video nützlich gefunden und falls ja, bitte nicht vergessen, auf den Like-Button zu klicken. Mehr Videos findet ihr auch auf unserem Agridea-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.